Willkommen zurück, Freunde. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es gesehen. Klaptinoid Untold von Amarv. Ja, geiler Flakon irgendwie, ne? Hat schon Stil. Und ja, ich war selbst gespannt. Ich hatte eigentlich mir vor, den nicht zu holen, weil es ja ein Baccarat Rouge 540 Dupe sein soll oder Zwilling, wie auch immer. Aber weil Klaptinoid bzw. Amarv coole Düfte macht und ich ja immer oft sage, sie haben ihre eigene DNA, was sie auch wirklich haben, war ich dann doch gespannt und habe mir diesen Duft besorgt. Neu, OVP natürlich, obwohl er schwer zu bekommen ist. Ich habe jetzt 65 € dafür bezahlt, wenn man sich überlegt, ich weiß gar nicht, was der sonst kam, ich glaube, aber günstiger war er bis jetzt nicht. Dann ist er auf einmal fast ausverkauft, glaube ich. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn mir besorgt. Und ja, er soll also ein Dupe sein von Baccarat Rouge 540 von MFK, das Eau de Parfum oder das Extrait de Parfum. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? In welche Richtung geht dieser Duft? So, ich werde jetzt mal diese hier wegstellen. Ich habe natürlich ausgiebig einen Test gemacht mit den beiden. Das heißt, das Eau de Parfum und das Extrait de Parfum, ich muss so schön sagen, von Baccarat Rouge brauchen wir nicht. Es geht ja um diesen schönen Amarv-Duft. So. Vor allen Dingen, oder gleich vorweg, er ist sehr süß. So, das kennen wir aber auch von Baccarat Rouge und er hat auch sofort die DNA, also ihr nehmt das sofort wahr in diesen Duft. Und ja, am Anfang ist er aber trotzdem, man kann Baccarat Rouge, ich finde bei Baccarat Rouge ist das immer so ein Ding, also sie sind schon anders. Es gibt ja gute Zwillinge, es gibt gute Dupes, wie auch immer, aber bei Baccarat Rouge riecht man schon irgendwie das Original immer irgendwie raus. Wenn man natürlich jetzt, das ist ein Vorführeffekt, jetzt wenn ich glaube ich, wenn ich jetzt einen Test machen würde, wer weiß, ob ich das richtig erraten würde, aber meistens riecht man schon, der Safran ist einfach ein bisschen anders. Ich kann euch eigentlich auch einen guten Vergleich sagen, dass das der maskuline, starke Bruder ist, ja, von Baccarat Rouge. Das ist jetzt nicht negativ, das ist auch nicht positiv, wie auch immer, das ist einfach neutral gesagt. Ich habe Leute gehört, die den einfach lieber mögen. Vielleicht haben sie es auch nur gesagt, weil er günstiger ist, weil wir wissen ja, dass Baccarat Rouge, ob jetzt Eau de Parfum oder Extrait de Parfum, ist teuer, ne? Aber das Eau de Parfum von Baccarat Rouge ist einfach, ihr kennt ja die Geschichte, süß, metallisch, Zahnarzt, dann hier wieder Kirmes bzw. Jahrmarkt. Dann, ja, wenn ihr die Dame dahinter einen Kirmesstand süß findet und sie ja gleich nehmen wollt mit Kondom, also ihr habt wirklich, ihr findet das immer so, ihr feiert das immer so, ist aber wirklich so, es ist einfach Zahnarztpraxis, sorry, ein Kondom, also Gummi, dann süß wieder die Kirmes, Zuckerwatte und so weiter, das ist das Eau de Parfum und ich rieche das einfach eine Woche später, man hat diesen Duft immer in der Nase irgendwie, wenn man den mal auf den Klamotten hat. Also hält ewig. Das Extrait de Parfum, das ist extrem über den Safran. Es kommt über den Safran, hat die Süße auch, ist sehr luxuriös, sehr nice. Inzwischen, ich habe das ja jetzt ausführlich getestet, auch mit Ihnen. Ich kann gar nicht sagen, welches ich es besser finde. Ich finde das Extrait de Parfum genauso geil wie das Eau de Parfum. Und er hier hat einfach seine eigene DNA. Wie ich das eben schon gesagt hatte, Amarv macht es gut. Hier haben wir einfach, ich finde den Safran hier nicht so gut wie beim Original. Hier ist er harscher, männlicher, kratziger, finde ich. So, und das ist im Endeffekt alles. Ihr müsst auch eins wissen, ganz wichtig, zur Haltbarkeit und zur Ausstrahlung. Hier, diese Ausstrahlung, der gibt erst Gas nach 5 Minuten. Also kriegt nicht gleich Panik, der ist ja gar nicht so stark. Nach 5 Minuten dreht der richtig auf, schaltet in den nächsten Gang und dann hat er Dampf. Haltbarkeit ist bei 10 Stunden, der ist jetzt nicht so lange präsent wie das Original, aber trotzdem, man hat ihn immer irgendwie in der Nase und auf der Haut. Das bleibt einfach, ob beim Original oder auch beim Amarv. Im Endeffekt ist es ein, wie soll ich sagen, ein, ja, Zwilling, nein. Also hat extrem Ähnlichkeiten, ja. Aber ich würde behaupten, es ist einfach der starke maskuline Bruder von den beiden. So.
Und wenn ihr einfach ein bisschen ein strengeres Opening haben wollt, nicht so dieses Zuckerwatte extrem, sondern einfach ein bisschen harscher, kratziger, maskuliner ein bisschen, dann solltet ihr euch diesen Duft anschaffen, wenn ihr das andere nicht mögt. Ich bin der Meinung, wenn Leute sagen, ich mache Baccarat Rouge gar nicht, aber den. Also ich finde, er ist schon sehr nah am Original, das muss man schon sagen. Ja, er ist so zwischen den beiden, zwischen den Welten, wollte ich schon sagen, zwischen den Eau de Parfum und den Extrait de Parfum ist dieser anzusiedeln. Wie gesagt, als maskuliner Duft. Er ist cool, er hat Power, er strahlt extrem gut aus, er hält lange, was will man mehr, und er kostet natürlich nicht so viel. Was ich einfach gut finde, was ich einfach gut finde, ist, dass er eben ein bisschen maskuliner ist und dadurch ein bisschen anders. Das heißt, ich werde ihn nicht weggeben wieder, weil ich die Original habe. Wenn ich was auf maskulin Baccarat Rouge haben will, dann werde ich den auflegen, und das ist er auch. Ich finde, er bleibt auch so maskulin ein bisschen. Er ist also nicht, dass das irgendwie weggeht, sondern nein, er bleibt einfach so, und das ist interessant. Also Club de Nuit Untold von Amave. Ja, müsst ihr selber irgendwie sehen. Testen kann man den nicht. Ihr müsst den blind kaufen, aber für 65 Euro, 60, 59 und meinetwegen auch 70 Euro kann man das verschmerzen. Dann kann man ihn noch verkaufen, weil die Düfte, gehen gut weg, immer. So, also wenn ihr nicht 280 oder 300 etwas ausgeben wollt, ich weiß gar nicht, wie die Preise aktuell sind bei Baccarat Rouge. Also schreibt mal runter, ob ihr den Duft schon kennt, was haltet ihr davon? Und halt, also seid ihr auch der Meinung, dass es ein maskuliner Baccarat Rouge ist? Und dann sehen wir uns bald wieder, also reinhauen.